Hallo ihr Lieben, ich weiß, es hat gedauert, aber heute gibt es endlich das Video zu selbstgemachten Baklava-Teig und wir zaubern auch noch eine Süßspeise, die einfach, ja, richtig hübsch ist. Für den Sirup brauchen wir Zucker, Wasser und 2 Zitronenscheiben, für den Teig Mehl, Milch, ein Ei, Öl, Backpulver und eine Prise Salz. Für die Füllung Weizengrieß und Milch, Walnüsse, Pistazien oder auch Haselnüsse, je nachdem was ihr bevorzugt, und ganz wichtig Butterschmalz. Wenn ihr es im Supermarkt nicht findet, könnt ihr es selbst herstellen aus Butter, da wird Butter einfach geklärt und wie das funktioniert zeige ich euch in meinem Baklava-Video, das ich natürlich überall verlinken werde. Hier habe ich noch eine Mischung aus Speisestärke und Mehl zum Bestreuen und ein Teesieb. Das ist ganz praktisch, damit kann man diese Mischung nämlich schön gleichmäßig verteilen. Und ein Werkzeug, das diesmal Pflichtprogramm ist, und zwar die Oklagia oder Oklava. Dieses findet ihr in türkischen Supermärkten oder zur Not könnt ihr auch einfach einen ganz normalen Besenstiel hernehmen und euch diesen zuschneiden lassen. Vermischt Wasser und Zucker in einem Topf und bringt diese zum Kochen. Bereitet den Sirup immer als erstes zu, denn dieser sollte vollständig auskühlen. Das könnt ihr gerne auch schon am Vortag machen. Wenn das Ganze dann so sprudelnd kocht, reduziert ihr die Hitze auf Stufe 7 von 9, damit der Sirup nicht überall herumspritzt und schaut dann auf die Uhr. Es dauert ungefähr 10 Minuten, bis er fertig ist. Danach nehmt ihr ihn von der Kochstelle, legt die 2 Zitronenscheiben hinein und lasst ihn vollständig auskühlen. Für den Teig vermischt ihr alle trockenen Zutaten in einer Rührschüssel, also das Mehl, Backpulver und Salz. Fügt die lauwarme Milch hinzu, zusammen mit dem verquirlten Ei und dem Öl. Jetzt verknetet ihr einen etwas festeren Teig. Das könnt ihr per Hand machen oder mit der Küchenmaschine. Ich verwende gerne die Maschine, auch wenn ich Yufka-Teig zubereite für Burek und ähnliches, weil die Maschine einfach etwas länger kneten kann und der Teig dadurch geschmeidiger wird. Legt den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche und knetet ihn sorgfältig durch. Danach wird der Teig gewogen. Bei mir hat er insgesamt 835 Gramm Gewicht. Ich teile ihn auf 8 gleich große Stücke auf und damit hat jeder Teigball am Ende ungefähr 104 Gramm. Jedes Teigstück knete ich mit meinen Handinnenflächen nochmals gut durch und forme ein Bällchen. Deckt die Teigbälle mit Frischhaltefolie und einem sauberen Küchentuch ab und lasst sie bei Zimmertemperatur ungefähr 30 bis 60 Minuten lang ruhen. Während dieser Ruhezeit könnt ihr schon mal die Füllung vorbereiten, wie zum Beispiel die Walnüsse, die fein gemahlen werden. Wie schon erwähnt, könnt ihr auch Haselnüsse oder Pistazien verwenden, das ist dann Geschmackssache. Für die Grießfüllung wird die Milch erstmal aufgekocht und dann gebt ihr den Grieß dazu und kocht das Ganze so lange, bis daraus ein dickflüssiger Pudding geworden ist. Zucker braucht ihr in diesem Fall nicht, da die Baklava am Ende sowieso mit Sirup übergossen wird und das ist wirklich süß genug. Der Grießpudding wird jetzt umgefüllt, abgedeckt und er sollte jetzt vollständig auskühlen. Der Teig ist jetzt bereit und wie ihr seht, die Bällchen sind jetzt nicht mehr ganz so fest, sondern sie sind ein bisschen weicher geworden und lassen sich jetzt wunderbar ausarbeiten. Mit Hilfe des Teesiebs bestreue ich die Arbeitsfläche mit der Mischung aus Speisestärke und Mehl und da wird jetzt der Teigball ausgerollt. Die restlichen Teigbälle wieder gut verpacken und zur Seite stellen, damit sie nicht austrocknen. Die nächsten Schritte zeige ich euch in Echtzeit, das heißt, ich habe das Video an dieser Stelle nicht schneller gemacht, einfach damit ihr wirklich Schritt für Schritt seht, wie das Ganze abläuft. Wendet den Teigball zunächst mehrmals in der Mehlmischung und rollt ihn so dünn es geht aus.
Jetzt wird wieder fleißig bemehlt und dann starten wir mit einer Ausrollmethode, die viele Frauen am Balkan kennen. Ihr legt den Teig auf diese Weise über den Ausrollstab, rollt ihn möglichst straff auf und macht Folgendes. Ihr rollt den Stab samt Teig nach vorne hin aus, aber so, dass ihr ein bisschen Druck auf den Teig ausübt. Diesen Vorgang wiederholt ihr mehrmals und dadurch wird der Teig ein bisschen größer. Das heißt, einmal straff aufrollen, etwas Druck ausüben auf den Teig und den Stab wieder ausrollen. Ich fange übrigens immer von links an, das heißt, ich lege mir den Teig von der linken Seite aus auf den Ausrollstab drauf. Das macht ihr jetzt noch ein paar Mal und danach geht's ans Eingemachte, denn dieser Teig ist nett, aber er ist nicht dünn genug. Vergesst nicht dazwischen immer wieder zu bemehlen, denn wenn er euch anklebt, war die Arbeit umsonst. Jetzt rollt ihr ihn in etwa bis zur Hälfte auf und mit euren Handinnenflächen übt ihr Druck auf den Ausrollstab aus. Mit euren Handinnenflächen drückt ihr den Teig quasi von innen nach außen hin, dadurch wird dieser Kreis immer größer und der Teig immer dünner. Die kleinen Fältchen sollten euch nicht stören, das ist ganz normal und die verschwinden im Laufe der Zeit wieder. Diesen Vorgang wiederholt ihr jetzt so oft, bis der Teigkreis schön groß und sehr, sehr dünn ist. Das heißt, es kann ein bisschen dauern. Seht ihr, mit jedem Mal ausrollen wird er immer dünner. Wenn ihr unten reinpustet, dann bildet sich so ein kleiner Ballon und wenn der nicht wieder zusammensackt, dann ist das ein Zeichen, dass der Teig schon relativ dünn ist. Ihr seid also auf einem guten Weg. So sollte der Teig dann aussehen, wenn er fertig ist. Er ist richtig schön dünn und locker, fast so ein bisschen wie ein Tischtuch. Und obwohl er sehr dünn ist, ist er relativ stabil, wie man sieht. Falls in eurem Teig ein paar Löcher drin sind, keine Angst Leute, am Ende wird man davon nichts sehen, versprochen. Der Teig hat jetzt bei mir einen Durchmesser von ungefähr 60 bis 70 cm, das ist perfekt. Und jetzt können wir ihn aufrollen und dann zusammenschieben, und zwar auf diese Weise. Jetzt dreht ihr den Ausrollstab und rollt den Teig wieder vorsichtig auf. Schiebt den Teig mit euren Fingerchen zur Mitte hin. In der Mitte habt ihr jetzt viele Falten und oben und unten einen kleinen Rand, mit dem wir dann die Füllung verschließen. Verteilt die Nüsse auf dem Teig und zwar so, dass ihr ungefähr 2 Finger breit Abstand lasst. Die Füllung gebt ihr auf jenen Teil in der Mitte, wo viele kleine Falten sind und ich verwende da ungefähr einen gehäuften Teelöffel. Das gleiche macht ihr mit dem Grießpudding, der mittlerweile schön fest geworden ist und sich auch gut portionieren lässt. Klappt einmal das obere Teigende zur Mitte hin und dann das untere und verschließt die Füllung auf diese Weise. Jetzt drückt ihr die Luft aus dem Teig heraus und formt so eine Art kleine Bonbons. Jetzt trennt ihr die Teigstücke, Muscheln, Bonbons oder wie auch immer ihr sie nennt, mit einem Messer voneinander, zwickt sie an den Seiten kurz zusammen, dreht sie einmal um, zwickt sie wieder zusammen und auf diese Weise legt ihr sie in ein befettetes Backblech. Legt sie möglichst eng aneinander, damit sie euch nicht aufgehen.
Und den kompletten Vorgang, den ich euch jetzt in aller Ruhe und langsam gezeigt habe, Schritt für Schritt, wiederholt ihr mit all den anderen Teigstücken, diesmal aber in Schnelldurchlauf. Habt ihr alle 8 Teigkugeln verbraucht, könnt ihr die Baklava mit dem geschmolzenen Butterschmalz bestreichen. Backt die Baklava im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 35 bis 40 Minuten, bis sie eine schöne goldgelbe Farbe angenommen haben. Wenn ihr sie herausgenommen habt, übergießt ihr sie mit dem kalten Sirup, das heißt, die Baklava ist heiß, der Sirup ist kalt. Danach lasst ihr sie bei Zimmertemperatur auskühlen und den Sirup aufsaugen. Zu Beginn schwimmen sie noch im Sirup, aber nach einer Weile haben sie einen großen Teil davon aufgesogen. Ich empfehle euch auch, sie danach im Kühlschrank zu lagern, denn gut gekühlt schmecken sie einfach am besten. Wenn alles geklappt hat, sehen sie so aus. Sie sind außen schön knusprig, innen schön weich und saftig und das Beste ist, sie sind nicht zu süß. Unglaublich, aber wahr. Ich weiß nicht, ob es mit der Grießfüllung zu tun hat, aber sie sind wirklich angenehm süß. Also man kann da schon mehr als ein Stück essen davon. Und zum Schluss möchte ich euch nochmal auf Blumenko hinweisen. Ich habe euch diesen wunderbaren Shop im vergangenen Video vorgestellt und jetzt zeige ich euch mal, wie ich hier einen Blumenstrauß zum Muttertag bestelle. Ich rufe die Seite blumenko.com auf, wähle das Zielland Bosnien und Herzegowina aus und wähle einen Blumenstrauß nach meinem Geschmack. Es geht weiter zur Kasse und hier müsst ihr ein paar Daten eingeben, und zwar eure und die von der Person, an die der Blumenstrauß geschickt wird. Hier rechts könnt ihr die Zahlungsart wählen. Ich habe mich für PayPal entschieden, dann müsst ihr noch die allgemeinen Geschäftsbedingungen anklicken und hier habt ihr dann die Möglichkeit, einen Rabattcode einzugeben, zum Beispiel Nummer 10, denn damit bekommt ihr 10% Rabatt. Und während ihr euch hier in Österreich, Deutschland, der Schweiz oder wo auch immer zurücklehnt, werden eure Liebsten am Balkan, in Bosnien und Herzegowina, Serbien oder Kroatien mit einem wunderschönen Blumenstrauß überrascht. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wenn das der Fall ist, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und besucht mich gerne auch auf Facebook, Pinterest und Instagram.